Makosi Mseleku ist Tierarzt und lebt in einer kleinen Stadt neben dem Kruger-Nationalpark in Südafrika. Er widmet seine ganze Liebe und Leidenschaft dem Schutz und der Pflege der Tierwelt in dieser Gegend. Jeden Tag muss Makosi mehr als 30 Kilometer von seinem Zuhause zum medizinischen Zentrum des Nationalparks fahren, um dort zu arbeiten. Die Stadt, in der er lebt, ist ziemlich friedlich, mit roten Feldwegen, die von den Spuren der Fahrzeuge der Einheimischen und Touristen gezeichnet sind. An diesem Morgen machte sich Makosi im Morgengrauen mit seinem alten, aber zuverlässigen Pickup auf den Weg. Die kühle Luft machte ihn aufgeregt und bereit für alle unerwarteten Situationen, die auftreten könnten. Die Straße zum medizinischen Zentrum des Kruger-Nationalparks liegt im Schatten von Bäumen, und gelegentlich hüpft ein Affe auf der Suche nach Nahrung umher. Alles schien normal, bis Makosi plötzlich aus der Ferne zwei Leoparden am Straßenrand liegen sah. Ein großer Leopard, offenbar eine Mutter, stöhnte und wirkte erschöpft. Der kleinere Leopard, eindeutig ein Junges, stand zusammengekauert neben seiner Mutter und hatte einen Ausdruck von Angst und Traurigkeit in den Augen. Viele Autos fuhren vorbei, aber niemand hielt an, um den beiden armen Tieren zu helfen. Makosi hielt sofort an, sein Herz schmerzte vor Sorge. Als erfahrener Tierarzt war ihm klar, dass er sofort eingreifen musste, wenn er das Leben der Leopardenmutter nicht gefährden wollte. Ohne einen Moment zu zögern, stieg er aus dem Auto und näherte sich den beiden Leoparden. Unterwegs bemerkte Makosi, dass die Leopardenmutter fest in blutigen Stacheldraht eingewickelt war. Blutende Wunden an vielen Stellen zeigten, dass der Leopard schon seit längerem Schmerzen hatte. Das Leopardenbaby schrie unentwegt, als rufe es um Hilfe und mache sich Sorgen um seine Mutter. Es war jedoch Makosis feste und doch herzliche Präsenz, die den beiden Leoparden die Angst nahm. Makosi hat aus Erfahrung schon oft mit Leoparden zu tun gehabt und weiß daher, wie man sie beobachtet und beruhigt. Er begann leise zu sprechen und senkte seine Stimme, damit sich Mutter und Junges nicht bedroht fühlten. Makosis tiefe Stimme hallte durch die stille Szene und war wie ein Trost für die Leopardenmutter und ihr Baby. Er bewegte sich langsam näher an die Leopardenmutter heran, behielt dabei immer einen beruhigenden Blick bei und legte als Zeichen der Freundlichkeit seine Hand leicht auf seine Brust. Die Leopardenmutter knurrte leise, aber vielleicht verstand sie, dass Makosi nichts Böses im Schilde führte. Das Junge hörte auf zu weinen und sah den Mann mit Augen an, in denen sowohl Angst als auch Hoffnung lagen. Makosi öffnete vorsichtig den Kofferraum und holte eine spezielle Schneidezange und einen Erste-Hilfe-Kasten heraus. Er bereitete außerdem Handschuhe, Bandagen, Desinfektionsmittel und etwas Fleisch für besondere Fälle vor. Bevor er fortfuhr, näherte er sich langsam der Leopardenmutter und untersuchte die Position des Stahldrahts, um weiteren Schaden zu vermeiden. Er untersuchte sorgfältig die Wunde, wo der Stacheldraht tief in das Fleisch eingedrungen war, wodurch Blut herausfloss und das schöne Fell durchnässte. Die Leopardenmutter drehte ihren Kopf, um Makosi anzusehen, und schien dem Arzt zu vertrauen. Er streichelte sanft den Kopf des Leoparden und signalisierte ihm, dass alles gut werden würde. Als er das Gefühl hatte, genügend Vertrauen aufgebaut zu haben, begann Makosi, mit einer Zange den Stacheldraht durchzuschneiden, der um den Körper der Leopardenmutter gewickelt war. Als der Stahldraht durchtrennt wurde, erklangen leise Kenkgeräusche, die durch die stille Luft hallten. Der Leopard zitterte leicht, stöhnte gelegentlich vor Schmerz, versuchte aber dennoch, sich zurückzuhalten. Jedes Mal, wenn die Leopardenmutter die Stirn runzelt, reibt das Junge seinen Kopf an ihr, als wolle es sie trösten. Makosi war gerührt, als er die enge Bindung zwischen der Mutter und dem Leopardenbaby sah. Er durchtrennte den ersten Draht, dann den zweiten und entfernte dabei vorsichtig jedes scharfe Eisenstück. Seine Handschuhe waren blutdurchtränkt, aber er wusste, dass er weder anhalten noch zurückschrecken dürfte. Gelegentlich hielt er inne, um die Schmerzen der Leopardenmutter zu lindern, streichelte ihren Rücken und flüsterte ihr etwas zu, um sie zu beruhigen. Das Junge schien die Bedeutung von Makosis Arbeit zu verstehen, also blieb es einfach in der Nähe und reagierte nicht gewalttätig. Nach etwa 15 Minuten wurde der Stacheldraht schließlich entfernt. Jetzt ist der Körper der Mutter mit offenen, blutenden Wunden bedeckt.
Makosi reinigte den Bereich um die Wunde schnell mit einer antiseptischen Lösung. Der Leopard zuckte leicht vor Schmerz zusammen, aber vielleicht war der Schmerz, in Stacheldraht eingewickelt zu sein, noch schrecklicher. Er trocknete weiter und verband dann vorsichtig jede Wunde. Der weiße Verband bedeckte nach und nach die roten Kratzer und half so, die Blutung zu stoppen und das Infektionsrisiko zu verringern. Während der Arbeit redete er ruhig weiter, als würde er das Tier trösten. Das Junge saß in der Nähe, schmiegte seinen Kopf an das Bein seiner Mutter und seine Augen glänzten vor Sorge. Nachdem er den Verband angelegt hatte, trat Makosi zurück und blickte sich um sicherzugehen, dass keine Stahlstücke mehr vorhanden waren. Zu diesem Zeitpunkt nahm er das zubereitete Fleisch aus dem Auto und legte es auf den Boden. Die Leopardenmutter und ihr Baby rochen das Fleisch und ihre Augen leuchteten vor Hunger. Zuerst zögerte die Leopardenmutter, doch als sie Makosi ansah, verstand sie, dass hier keine Gefahr bestand. Das Leopardenbaby stürzte sich schnell auf das Fleisch und aß, während es zu seiner Mutter aufblickte. Auch die Leopardenmutter begann zu fressen, das leckere Frischfleisch half ihr, wieder zu Kräften zu kommen. Makosi stand daneben und lächelte erleichtert. Sein Herz war voller Freude, als er sah, wie die beiden Tiere vorübergehend ihren Schmerz vergaßen. Nachdem sie eine Weile köstlich gegessen hatte, leckte sich die Leopardenmutter die Lippen und sah Makosi dankbar an. Er näherte sich langsam und legte seine Hand auf die Leopardenmutter, um die Verbände ein letztes Mal zu überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Leopardenmutter aufstehen, humpelte jedoch noch leicht. Das Junge sah dies und folgte ihm, die Augen immer noch auf den freundlichen Mann gerichtet. Bevor sie gingen, drehten sich die Leopardenmutter und das Leopardenbaby zu Makosi um, als wollten sie Danke sagen. Das Bild erwärmte sein Herz, ein wunderschöner, wortloser Moment zwischen Mensch und Tier. Die Leopardenmutter und ihr Baby verschwanden langsam im tiefen Wald und hinterließen Blutspuren auf dem Boden. Makosi verweilte einen Moment, atmete die friedliche Luft ein und ließ die Anspannung los, die er gerade erlebt hatte. An seinen Händen klebte noch etwas Blut der Leopardenmutter, was ihn an die Schwierigkeiten dieser Arbeit erinnerte. Er sammelte den durchgeschnittenen Stacheldraht ein und steckte ihn zur Vernichtung in einen separaten Beutel. Als Tierarzt konnte er diese Gefahr nicht auf der Straße zulassen. Nachdem er alles gepackt hatte, stieg er wieder in sein Auto und setzte seine Reise zum medizinischen Zentrum des Krüger-Nationalparks fort. Unterwegs blitzte in Makosis Kopf immer noch das Bild der vor Schmerzen krümmenden Leopardenmutter auf. Er nahm sich vor, den Zustand des Stacheldrahts zu melden, um anderen Tieren keinen Schaden zuzufügen. Als der alte Pickup vor die Tore des Zentrums rollte, warteten seine Kollegen bereits. Sie erkannten sein müdes Gesicht, aber seinen entschlossenen Blick und wussten sofort, dass er gerade etwas Stressiges durchgemacht hatte. Makosi erklärte seinen Kollegen schnell die beiden Leoparden und den gefährlichen Stacheldraht. Er schlug vor, ein Team auszusenden, um die Route zu überprüfen, auf der er die verletzte Leopardenmutter gefunden hatte. Seine Kollegen stimmten zu und versprachen, so bald wie möglich eine Abholung des verstreuten Stacheldrahts zu organisieren. Sie äußerten außerdem ihre Besorgnis darüber, dass Makosi sich potenziell gefährlichen Wildtieren allein nähert. Er lächelte nur leicht und erklärte, dass er schon oft Leoparden begegnet sei und sie behandelt habe, sodass er ihr Verhalten verstehe. Makosi versprach jedoch auch, beim nächsten Mal mehr Unterstützung anzufordern, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Doch in seinem Herzen war die Freude, ein Leben gerettet zu haben, immer noch größer als alle Sorgen. Er ging, um sich die Hände zu waschen und das Blut zu desinfizieren, und überprüfte seine Ausrüstung, um sich auf die bevorstehende Schicht vorzubereiten. Die Mitarbeiter des Zentrums fragten nach weiteren Einzelheiten, Makosi erzählte von dem Jungen und wie es sich an seine Mutter klammerte. Alle waren gerührt und hofften, dass sich die Leopardenmutter bald vollständig erholen und ihr Leben in der Wildnis fortsetzen würde. Makosi nutzte die Gelegenheit, um die örtliche Tierschutzbehörde anzurufen und den Fall der Leopardenmutter dringend zu melden. Er forderte sie außerdem auf, in diesem Bereich vorsichtig zu sein, da sich möglicherweise andere Tiere im gefährlichen Drahtzaun verfangen hätten.
Am anderen Ende der Leitung erklärte man sich zur Kooperation bereit und versprach, so bald wie möglich Mitarbeiter zur Überprüfung zu schicken. Der Job eines Tierarztes im Krüger-Nationalpark ist immer arbeitsreich, aber Makosi beschwert sich nicht. Er betrachtet dies als seine Mission und seinen größten Stolz im Leben. Als er sich an die dankbaren Augen seiner Leopardenmutter erinnerte, fühlte er sich bestärkt, seine mühsame Arbeit fortzusetzen. Jedes Mal, wenn er ein Tier rettet, spürt er die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärker. An diesem Tag verbrachte er die meiste Zeit damit, seinen Kollegen von der besonderen Rettung zu erzählen. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.